Tja, da sind wir auch schon wieder und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir hoffen, ihr habt einen super guten Start in den Tag und könnt ihn erfolgreich und produktiv genießen. Spezialgast Dana Rolle wieder einmal hier am Start, falls ihr noch nicht wisst, wo ihr sie abchecken könnt. Unten in der Infobox steht alles drin. Heute gibt es auch lange oft gewünscht und empfohlen tatsächlich, dass ich mal so ein bisschen von diesem klassischen Mainstream-K-Pop-Ding da mal wegkomme. Hatten einige geschrieben, dass es natürlich auch andere Genres gibt auf Koreanisch, was man sich ja fast denken kann. Und da gibt es dann eben auch R&B. Yes. K-R&B. Und da war am meisten tatsächlich als Empfehlung eben Dean. Und den checken wir jetzt heute mal gemeinsam hier ab in dem Format Producer versus Consumer, wo wir einfach mal hier unterscheiden, wer hört wie was. Wie hört ein Producer Musik, wie hört ein Consumer Musik. Wobei man aber sagen muss, Dana saß schon so oft hier, dass sie fast meinen Job übernehmen kann. Ja, aber nicht möchte. Wenn ich darauf achte. Ja. So oft sitze ich einfach nur da und starre das Musikvideo an. So, cool. Ja, denn zusätzlich bist du ja auch noch ein absoluter Mehrwert und Asset und Pluspunkt hier, da du ja nicht nur wunderhübsch aussiehst im Video, sondern auch noch hier das Ganze mit deinem Fashion- und Beauty-Know-how unterstützen kannst. Das ist natürlich nochmal hier ein absolutes Extra. Also wenn hier nicht die Leute irgendwas Informatives mitnehmen, dann weiß ich auch nicht. So, wir kommen jetzt aber zum Video und gibt's noch irgendwas? Nee, lass angucken. Ich bin gespannt. Ich auch. Laut genug? Ist eine Gitarre? Ja. Was für eine? Akustik. Okay. Nee. Das ist eine E-Gitarre. Das ist eine E-Gitarre? Mhm. Halt clean. Also wenn du über einen Verstärker gehst, also dieser schwarze Kasten, wo eigentlich ein großer Speaker meistens nur drin ist oder zwei, und da keinen Effekt groß drauf hast. Also ziemlich clean. Weil die hat so ein Akustik-Vibe. So gechillt, entspannt. Es gibt die Möglichkeit, dass es eine Halbakustik-Gitarre sein könnte. Die sieht dann aus wie eine akustische Gitarre, hat dann aber eben Stahlsaiten und dann trotzdem ist die elektrisch abgenommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier eine klassische E-Gitarre ist, die einfach sehr clean klingt. Da gibt es auch nochmal verschiedene Modelle und je nachdem, was für ein Pickup die haben, also das nennt man diese Einheit, die unter den Saiten da, wo die rechte Hand immer ist. Da ist quasi der elektrische Abnehmer von den Seitenschwingungen. Okay. Das nennt sich Pickup. Und darüber wird dann verstärkt, was da aufgenommen wird, sozusagen. Okay, das war jetzt sehr grob umschlossen, aber ja. Aber es ist eine E-Gitarre. Kennt man, ne? Das ist witzig, weil man dachte, dass seine Gitarre sitzt. Und es ist sein Skateboard. Lustig. Gut. Sehr soft und angenehm die Stimme, das kann man direkt schon mal sagen. Also wirklich sehr in so R&B, Soul-mäßig genutzt hier die Stimme. Ja. Ich glaube hier aber immer am Ende des Licks, also was die Gitarre spielt, dieses was runtergeht. Hier nicht? Ne, das ist, glaube ich, tatsächlich aber dann nachträglich am Rechner dann eben gemacht worden. Also so kann man die Gitarre nicht spielen. Ich glaube, weil es klingt wie ein Tape-Stop. Dass er eine Stone Island Cap auf hat. Ja, könnte tatsächlich sein, oder? Ja, und die Marke von dem Hoodie kenne ich auch irgendwoher. Ich glaube, bei HBX im Shop habe ich die schon mal gesehen. HBX? Was ist das? So ein asiatischer Street-Style-Shop. Die haben richtig geile Sachen. Okay.
Richtig geil. Also falls ihr den noch nicht kennt, checkt das mal ab. HBX und HBX Women. Heftig. Punkt. Ja, .com, glaube ich, oder einfach bei Google eingeben. Okay. Das kommt auf jeden Aber Fall. ich glaube, es sofort. ist wirklich Stone Island, Stone ne? Island, Ich glaube, ja. das ist das Logo, ja. Ach so, Frage. Man hört jetzt wirklich nur die Gitarre, oder? Da ist sonst nichts? Nee. Okay. Also hier waren jetzt nochmal Vocals zusätzlich, die so einen kleinen choralen Part hier einsetzen. Das, Ja. das Ding ist nur, man hört mehrere Gitarren gleichzeitig. Ah, okay. Da war jetzt eben die eine Gitarre, die man am Anfang gehört hat, die recht mittig platziert ist. Und dann kommen aber zusätzlich noch welche, die so minimal noch was dazu spielen. Ne, und halt nochmal so und sowas von ihm. 문제야 문제 온 세상 속에 똑같은 사랑 노래가 Ja, jetzt ist aber so ein flächiges Instrument hinzugekommen, also ein Pad, das so ein bisschen unterlegt, so ein bisschen Ambiente nochmal reinbringt und dann dieses sehr hohe, ganz kurze Tick, was da drin ist. Tick? Ja, so ein Tick. 노래가 Ah, 와닿지 못할 나의 Das quasi ersetzt es wie eine Snare. okay. Das erinnert mich aber ein bisschen einfach so, weißt du, morgens, so ganz früh beim Morgengrauen und dann hörst du so einzelne Vögel zwitschern. An sowas erinnert mich der Ton. So ein einzelner Vogel, der so macht. 마음속에 생각이 너무 많네 Was war das? Ja, das soll wie so eine Kassette, wenn man am alten Kassettenrekorder. Kennt ihr noch Kassettenrekorder? Wir hatten die Frage ja letztens erst, da haben einige geschrieben, dass sie Kassetten noch kennen, obwohl Ach so. die irgendwie teilweise irgendwie Ende 90er, 2000 oder so geboren waren. Kennen sie tatsächlich Kassetten noch. Also, obwohl die schon lange nicht mehr genutzt werden, ist es trotzdem noch ein Ding, dass man die kennt. Zumindest. Wird so ein Retro-Ding, die Schallplatten. Ja, das vielleicht gar nicht mal so stark. Habe ich jetzt nicht so sehr beobachtet. Bei Schallplatten ist es ja tatsächlich so, dass die aus gutem Grund auch wieder kommen und sogar die Verkäufe da auch wieder hochgegangen sind, weil die einfach im Sound tatsächlich mehr bieten als alles andere, was wir heutzutage hören. Einfach aus physikalischen Gründen und tontechnischen Gründen hat man wirklich einen Mehrwert, wenn man eine Schallplatte hört. Bei einer Kassette ist es nicht so. Bei einer Kassette ist es tatsächlich so, dass da schon die Signale komprimiert wurden, damit die überhaupt auf dieses magnetische Band, das ja auf der Kassette drauf ist, überhaupt draufkommen konnte. Okay. Deswegen ist der Klang auf einer Kassette nicht so gut, wie wenn du von der Schallplatte hörst. Okay. Das war damals quasi schon wie eine MP, also von Vinyl, also von Schallplatte auf Kassette war wie von CD auf MP3. MP3 war ja auch schon komprimiert, die Klangqualität dann auch schon sehr verlustreich, leider. Also gab es auch nochmal verschiedene Stufen, aber trotzdem war es immer schlechter als CD. Ja. Genau, was war jetzt? Ach so, genau. Also eben so ein Tape-Recorder oder ein Kassettenspieler, wo man dann irgendwie auf Stop oder Play oder sowas drückt. Genau. Deswegen alles dann so jetzt nach hinten gesetzt vom... Cool. Oh. Nice. Oh mein Gott. Geil.
Ja, sehr cool. Da kam noch ein richtiger Switch hier Oh rein. mein Gott. Das hat jetzt tatsächlich nicht mal, also das, ja, R&B würde ich nicht mal sagen, sondern es ist wirklich so ein Neo-Soul-Vibe. Ich habe auch direkt irgendwie so ein bisschen an Anderson .Paak, Her oder so vielleicht Daniel Caesar gedacht. Ja, das wären so die neueren aktuellen Die könnt ihr auch Artists. mal abchecken. Ja, Die so quasi das Pendant zu ihm als als K-Pop, Neo Soul. So das K-Neo amerikanische Soul. Pendant dazu. Ja, wäre dann, also Anderson .Paak, ja, auf jeden Fall. Her auch. Ja, sind auf jeden Fall die Namen, die ich, also es sind halt so aktuelle Künstler Ja, auch, die jetzt ja, sowas genau. tatsächlich auch machen. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Eben, da kommen dann die Drums dann hinzu, die eben so ein bisschen nachsetzen, also sehr laid back spielen. Dann eben noch Bass, so ein klassischer E-Bass, der hier reinspielt. Sehr, sehr sexy auf jeden Fall. Und dann war hier noch so ein kleiner Distortion-Effekt, diese wie so ein Antennensignal mäßig oder so. 문제야 문제 온 세상 속에 똑같은 사람 노래가 Auf die Snare sind auch tatsächlich Claps, aber alles eben sehr, sehr warm, nicht so viele Höhen drin in den Percussion, sodass es einfach wärmer klingt. Meinst du, es haben echte Instrumente eingespielt oder ist es digital? Kannst du es raushören oder ist es schwer? Das ist schwer. Also heutzutage muss man einfach sagen, dass Gibt so gute. ja, die VST-Plugins, also die Plugins oder die digitalen Instrumente, die man so auf dem Rechner hat, die sind so gut, das kannst du nicht mehr sofort Ich dachte so unterscheiden. vom Groove oder vom Rhythmus her könnte man das eventuell ausmachen. Das kriegt man am Rechner tatsächlich auch hin. Also wenn man Stimmt, man kann ja alles so richtig verschieben auf Ja, die man kann Millisekunden und so, ne? sogar noch genauer, wenn man möchte. Das ist aber eben, ja, oft hat man das eben nicht gemacht früher oder die Produzenten machen das einfach sehr oft nicht. Deswegen klingt die Musik von heutzutage auch oft eben sehr plastisch und sehr tot und deswegen ist Popmusik auch so glatt geworden, weil die Produktionsabläufe einfach sehr, sehr krass sich verändert haben, alles sehr digital geworden ist und digital stattfindet. Man kann da aber eigentlich Dinge auch so klingen lassen, wie als ob sie eben mit echten Instrumenten, mit Live-Instrumenten eingespielt wurden. Man kann aber auch Live-Instrumente einspielen und die dann wiederum so klingen lassen, als ob sie digital wären. Das geht auch. Also ich kann auch Drums aufnehmen, wenn der Drummer aber halt nicht super tight spielt, aber der Song das vielleicht braucht, kann ich das nachträglich quantisieren, also in ein Raster korrigiert reinsetzen oder gerade schieben, dass der Snare-Schlag dann genau auf dem Raster ist, wo ich es haben möchte. Und das Gleiche geht aber auch bei jedem anderen Instrument. Also auch wenn jemand einen Bass weiß ich nicht, an einer Stelle irgendwie zu spät oder zu früh reingekommen ist oder auch beim Gesang. Das kann man alles tatsächlich auf der Zeitachse verschieben. Das ist total krank teilweise. Achso, und hier war so ein ganz kleiner, super, super krasses Detail, so ein, wie so ein Glas-Zerbrechen-Sound auf der Snare und der Clap, aber so ganz, ganz kurz. Okay. Der ist super kurz. Ja. Hier war der länger sogar. Und so ganz leise auch im Hintergrund. Hörst du ihn wirklich oder sagst du nur ja? Nee, ich habe ihn da wirklich gehört. Ich habe ihn Hört auch ihr kurz ihn? davor noch mal ganz Genau. leise, kurz, Ja. so Ja. ganz kurz. Ja. Ja. 와닿지 못해 나의 맘속에 생각이 너무 많네 Der war wieder. Da ist aber halt auch so ein Synthesizer, ja, wird schon Synthesizer sein, so ein Sound, der da so ein bisschen noch so eine Melodie im Hintergrund dann auch die ganze Zeit spielt, ne? Aber so alles relativ leise und eben nicht so wuchtig in die Fresse. Das ist halt genrebedingt. 그렇게 시간 낭비하네 저 인스타그램 속에서 Lonely, lonely, so lonely
없이 올려놓은 사진 기회가 Geil, wie sie das auch mit den Lichtern anpassen. Voll. Mega geiler Effekt. Dafür, dass es So halt ganz nur eine simpel Location ist eigentlich, und so ne? weiter, haben die echt richtig viel rausgeholt. Es Super wird kreativ. Gar halt. nicht langweilig. Nee, gar nicht. Super kreativ. Krass. 사진 Auch hier der Break, aber dass der dann so schnell sich wieder auflöst, ist tatsächlich. Also man merkt auch, dass vom Arrangement, wie das ganze Songwriting technisch aufgebaut ist, sehr atypisch ist von so einer Popnummer. Da ist es jetzt nicht so super klar, wo Verse und Hook und dann doch nochmal ein bisschen kürzer und länger der eine Part und so. Das bringt halt auch wieder was Erfrischendes, aber ist gleichzeitig auch deswegen nicht mehr so optimiert für Mainstream. Das ist halt auch immer so ein bisschen das Ding. 부질없이 올려놓은 사진 귀에 가려진 내 맘을 하늘이 오늘 난 또 헤매이네 저 인스타그램 속 Wow. What? Sometimes I feel alone, even when I'm with a lot of people. I feel like I'm Robinson Crusoe. Okay. Wie so eine Computerstimme, oder? Also ich hatte jetzt mehr so Unterwasser-Feeling. Ja, aber die Stimme selbst hatte Ach so, ja. sowas Computermäßiges. Genau. 요즘 어때 Und dieser harte Klack-Sound, das sollte auch die Sicherung, also die Sicherung sein. Deswegen ist auch das ganze Licht ausgefallen und so weiter. Ne? Also, Ja, ganz- raus. und dann ganz hochfrequent kurz, dann dieses Fiepen ist da zu hören. Hörst du das? Ja, Und dann eben Wasser. Sometimes I feel alone, even when I'm with a lot of people. Ja, ist schon so. I feel like I'm Robinson Crusoe. Yeah, that's what I feel. Dann kommen wir so. Und dann wieder an. Ein typischer. also dieses Brummen von den Lichtern. Genau, ne? ganz typischer Soundeffekt, Sounddesign. Habe ich auch schon das eine oder andere Mal benutzt. Ist ganz klassisch. So kennt man das irgendwie aus Filmen. Das ist dann brummt. 요즘 어때 Fällt dir langsam aus, ne? Ja. 자는 건 여전해 자른 단발이 참 예쁘던데 좋아요는 안 눌렀어 조금 묶인 것 같아서 Nice. 그렇게 시간 낭비를 하네 네 인스타그램 속에서 Geil. Oh, richtig nice. Also echt super interessant, sowas dann tatsächlich auch mal auf Koreanisch zu hören, weil es wirklich genau den gleichen Vibes im Endeffekt hat, nur die Sprache halt anders ist. Aber ich finde sowieso, Koreanisch funktioniert echt so. Das ist irgendwie voll die schöne Sprache. Ja, es ist sehr smooth. Also man muss schon sagen, das ist ja mal der Vorteil bei den englischsprachigen Künstlern und Songs, dass man da gerade so R&B und Soul und diese Neo-Soul-Geschichten und so weiter eben gut machen kann, eben weil die Sprache einfach anders ist, weil die Sprache anders klingt, anders ausgesprochen wird und so weiter und so weiter. Unter anderem deswegen wahrscheinlich auch eben schon anders Ja. gemischt werden kann. Deutsch ist schon so eine harte Sprache eher. Ja, also so wie man es schon wahrnimmt, aber wenn man das tatsächlich auch aufnimmt und abmischt und so weiter, das sind tatsächlich sehr, sehr krasse Unterschiede teilweise in den Resonanzen und in den Frequenzen. Das glaubt man teilweise gar nicht, aber ist wirklich so. Und ich finde, Koreanisch kommt da eher mit dem Englischen einher und das finde ich irgendwie echt genial. Weil auch wenn die dann immer diese Wechsel haben zwischen englischen und englischen und koreanischen Wörtern, das fällt gar nicht so krass auf. Das fließt immer schon sehr gut so ineinander. Und ich finde, beim Deutschen kann das schon eher mal passieren, dass da die Unterschiede sehr, sehr groß sind, wenn man dann eben mal Englisch und dann ein deutsches Ja, Wort stimmt, und so. vielleicht liegt das
daran, dass Ich glaube- irgendwie so unpassend wirkt immer. Ich glaube, Also für mich zumindest, für viele, die ich kenne auch. ja, also ich glaube wirklich sehr, sehr stark, dass es daran liegt. Weil hier haben die teilweise ja einen ganzen Satz und der nächste ist dann wieder koreanisch. Wenn du das mal auf Deutsch machst, ich habe da letztens erst was gehört, ich sag den Namen jetzt aber nicht, ist eine neue Künstlerin, fand ich, ist so ein bisschen, wirkt nicht so geil. Ja, also das ist irgendwie, und das ist nicht, weil die Künstlerin nicht gut singen könnte oder sonst irgendwie, sondern das liegt einfach an den Sprachen. Ja. Ja, es wirkt dann direkt so ein bisschen, hat so einen kleinen Cringe-Faktor ist drin und so, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich Koreanisch nicht verstehe, es nicht meine Sprache ist, so ein bisschen noch, aber naja. Ich fand seine Augenbrauen sehr interessant, wollte ich eigentlich nur sagen. So reinrasiert. Krass, und er hat unten auch so Grills drin, ne? Und Ohrringe. Hier, der ist krass. So, ganz lang. Ja, sehr, sehr coole Nummer, muss ich sagen. Echt smooth. Da habt ihr wieder was Schönes vorgeschlagen hier, aber das ist ja nichts Neues. Ich finde es schon fast schade, dass wir jetzt erst dazu kommen, weil ich habe das schon vor Aber das einem Ding ist auch, Monat oder ich so. bin manchmal habe ich so ein bisschen Angst, andere Sachen anzugucken, weil ich dann irgendwie Angst habe, dass es mir nicht gefällt. Aber meistens kommt dann sowas bei raus, wo ich mir denke, Mist, warum jetzt erst? Das war echt selten, dass wir da die groß nachgefragten Sachen dann irgendwie, dass sie nicht gut fanden. Aber Ja, Das aber ist- das ist richtig gut. das ist wirklich, ja gut, es ist halt auch, ne, wir beide hören ja auch gerne so eher R&B oder Soul-lastige Sachen. Da passt das wirklich ganz gut. Ich hatte tatsächlich mal eine Liste von jemandem zugeschickt bekommen, wo einige R&B-Künstler drin sind, aber Dean war eben ganz oben. Jetzt wissen wir warum. Jetzt wissen wir warum. Ja, sehr geil. Also vielen, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, wir konnten euch hier etwas entschlüsseln, aufschlüsseln und beschlüsseln. Falls ja, dann lasst gerne ein Abo da. Wir haben die 40.000 Abos mal eben irgendwie so geknackt über Nacht. Oh, Und, stimmt, schon voll überschritten. ja, und sind tatsächlich schon wieder fast bei den 41.000. Das ist wirklich unfassbar und wir sind euch mega, mega krass dankbar. Auch wenn ihr Glöckchen anmacht. Es lohnt sich ja auch. Ich sehe das so oft in den Kommentaren so, oh geil. Zum Glück habe ich Glöckchen an, weil den Song, der jetzt gerade hier das Video rauskommt, auf den warte ich schon die ganze Zeit. Und jetzt kann ich den noch in der Schulpause mir angucken. Geil. Hat gerade heute jemand geschrieben, fand ich mega geil. Ja, deswegen lohnt es sich definitiv und alles andere steht unten in der Infobox. Da sind auch so Aktionen drin. Von Amazon Music Unlimited zum Beispiel gibt es gerade einen Monat kostenlos. Könnt ihr unten den Referral-Link mal abchecken und ansonsten, wenn ihr die Kopfhörer haben wollt, die sind unten auch noch drin und Dana ist unten auch in der Infobox, versteckt sie sich irgendwo.